Morgen! Es ist 9:01 Uhr. Wir waren heute mal wieder zeitig auf den Beinen. Um kurz vor 7 ging es hoch auf den Gipfel Pico Rivo, um dort den Sonnenaufgang zu erleben. Das war wirklich spektakulär und super schön. Um uns herum waren die Wolken gebettet und die Sonne hat sich dann gezeigt. Das war wirklich eine sehr, sehr schöne Stimmung. Trotzdem, dass natürlich wir nicht die einzigen da waren, sondern auch noch ein paar andere. Aber wir hatten zumindest einen kurzen Weg, weil wir das Zelt direkt kurz vor dem finalen Aufstieg aufbauen konnten. Und das war gestern Abend auch noch ein schöner Abschluss, nachdem der Tag ja so nass begonnen hat und nass weiterging und irgendwann ja auch unsere Schuhe und Socken komplett im Wasser standen. Und man ja bis nachmittags um 3 oder so haben wir ja gar keine Sonne gesehen, keinen blauen Himmel gesehen, bis wir uns dann durch die Wolken durchgekämpft haben auf ca. 1700 Meter. Ja, das war schon wirklich eine tolle Belohnung. Ja, und jetzt geht es dann mal da so lang. Wir fühlen uns ein bisschen wie im Jurassic Park. Gleich werden wir gefressen. Ja, wir sind ausgerüstet. Es geht los. Da rein. Man sieht ganz am Ende ein kleines Lichtchen. Das ist das Ziel. So, geschafft. Wir sind wieder rausgekommen. Ein bisschen nasser als vorher, aber egal. Und es hat 17 Minuten gedauert. Wir haben mal die Zeit gestoppt. Wahnsinn. Und die ganze Zeit gebückt laufen, auf die Füße aufpassen. Teilweise ist es so eng, dass wir mit dem Rucksack schon überall gegengeschraubt sind. Aber ja, ich würde sagen, jetzt sind wir geübt. Kann man nochmal in den Tunnel kommen.
ganze Zeit geht das schon so. Eine verdammte Stufe nach der nächsten. Es hört nicht auf. Es ist unglaublich. Überall Wasserfälle. Und wir müssen irgendwie da hoch. Und da ist das Meer. So, wir haben unseren Spot für heute erreicht. Zelt steht, ist auch schon mehr oder weniger eingerichtet. So, Pi mal Daumen. Ja. Und ansonsten hoffen wir mal, dass hier heute kein Ast runterkommt. Es ist schon wieder ganz schön windig. Ja, aber wir gucken mal. Wir haben jetzt unser Zelt bestmöglich abgespannt und werden uns auch gleich rein verkriechen, weil es schon wieder angefangen hat, etwas zu nieseln, und dann drin kochen. Ja, und dann war es das auch schon wieder für heute. Es ist, glaube ich, 6:30. Das heißt, es wird eh bald dunkel. Und dann haben wir uns auch hoffentlich eine entspannte Nacht verdient. Es ist 10:52 Uhr. Wir sind vielleicht mal gerade so seit einer halben Stunde unterwegs. Ja, die Nacht war extrem nass. Mal wieder. Es hat gestürmt, es hat geregnet, es hat den Dreck vom Boden in unser Zelt, an unser Zelt geschleudert. Es war mal wieder eine wilde Geschichte. Es war kalt. Und es war kalt. Und wir wurden überfallen. Eine gemeine Maus hat sich durch unseren Müllbeutel gefressen. Wie auch immer sie da rangekommen ist, weil der Müllbeutel hing von außen am Zelt dran. Naja, das Zelt ist zum Glück noch heile geblieben. Zum Glück nur der Müll. Ja, aber das war echt ganz schön ätzend heute Morgen. Ewig gewartet, ehe es aufgehört hat zu stürmen und zu regnen. Dann irgendwie langsam die Sachen gepackt. Und die Sache untergestellt in so einer zusammengefallenen Ruine, die da in der Nähe war. Da haben wir dann auch Emanuel getroffen, der heute Nacht mit seinem Zelt abgesoffen ist und sich in die Ruine verkrochen hat, die aber auch nicht dicht war. Ja, und wir haben dann irgendwie versucht, unser Zelt abzuputzen, sauber zu kriegen, trocken zu kriegen, aber das ist eigentlich auch nur so halb gelungen. Ja, und jetzt sind die Aussichten so. Also, da geht's lang. Und wir hoffen irgendwann, wie immer, durch die Wolken durchzustechen, um die Sonne zu sehen, aber fühlt sich gerade noch nicht so an. Ich habe gerade einen Keks gegessen, das tut gut. Und dann, glaube ich, geht es einfach schnurstracks weiter, in der Hoffnung, irgendwo anzukommen, wo es besser ist. So machen wir das. Tschüss. offizieller Fahrt. Das ist doch schön. Würde ich sagen. Und jetzt Geht's da lang?
So, wir sind wieder on track nach unserer Pause, die wir dringend brauchten, um unseren Energiespeicher wieder aufzuladen. Wir waren nämlich völlig fertig. Der heutige Plan hat nämlich gar nicht funktioniert, weil wir hatten so schlechtes Wetter, dass wir erst viel zu spät losgekommen sind und erst um 3 Uhr oder was erst unser Zwischenziel erreicht haben. Und das waren schon über 1600 Meter bergab. Und der weitere Weg wäre jetzt eigentlich wieder 1000 Meter bergauf gewesen. Und eigentlich nicht machbar. Also es ist jetzt 17:06 Uhr, in 2 Stunden geht die Sonne unter. Das bedeutet Planänderung. Statt 1000 Meter wieder nach oben zu steigen, haben wir uns dafür entschieden, jetzt ein Coastal Hiking zu machen und werden jetzt versuchen, soweit wie wir heute kommen, vielleicht sogar schon bis Port Moniz entlang der Küste zu laufen. Das ist der alte ER 101, das ist die alte Küstenstraße, die durch einen Tunnel abgelöst wurde und aber scheinbar begehbar ist. Ja, wir sind super gespannt, was uns hier erwartet. Es ist auf jeden Fall eine krasse Kulisse. Es soll abenteuerlich werden. Ja, wir schauen. Im besten Falle, wie gesagt, schaffen wir es nach Port Moniz. Und wenn nicht, freuen wir uns über ein schönes Plätzchen, wo wir unser Zelt aufstellen können unterwegs, um morgen dann die restlichen Kilometer bis nach Port Moniz zu machen. Ja, und dann gucken wir einfach mal, was passiert. War sicherlich nicht die schlauste Idee, aber wir sind jetzt hier unten über die Steine direkt am Meer lang. Weil es hier oben geht es nicht weiter, sind wir hier unten runter ans Wasser und wussten, dass diese Wellen bis hierhin gereicht haben. Die haben uns auch voll erwischt, bis zu den Knien, haben uns aber nicht ins Wasser gezogen. Haben wir Glück gehabt. Weil oben die Kante so ja, ausgesetzt war, dass das nichts für uns war. Naja, und was passiert, wenn man das macht? Man landet dann auch einfach im Wasser, beziehungsweise wird von der Welle erwischt. Also an der Stelle bitte nicht nachmachen, saudämlich. Okay, kleine Steinkunde. Das sind Steine von da. Und das sind Steine von da. Auf was müssen wir denn jetzt mehr achten? Ich weiß nicht. Und die Steine da hinten, die sind auch alle von da oben. Naja, wir machen mal lieber weiter. Ich habe mich schon gefragt, ob noch der Boden ist. So, Seixal, dort haben wir Pause gemacht und sind dann los, die gesamte Küste entlang, inklusive durchs Wasser, hier außen lang. Und jetzt sind wir hier
Unterwegs sind wir seit 1 Stunde 40 und jetzt haben wir noch ungefähr 1 Kilometer vor uns und wir hoffen, der wird etwas einfacher als die letzten Kilometer, weil die waren wirklich abenteuerlich und speziell. Und da hinten sehen wir schon unser Ziel. Oh, geil! Da müssen wir nur noch hinkommen. So, Wäsche ist gewaschen, Wäscheleine ist immer dabei und dann schauen wir doch mal, wie es draußen aussieht. Ja. Und da müssen wir morgen wieder hoch. Und nochmal besonderen Special Thanks to Jane and Dave for our Bagel Bags. Nie wieder nasse Füße in nassen Schuhen. Guten Morgen. Es ist 9:33 Uhr. Wir sind vor 20 Minuten aufgebrochen aus Portmonisch und sind jetzt schon wieder einige Höhenmeter nach oben gelaufen und sind jetzt schon wieder fertig. Also ja, wir hatten gestern unseren Pausentag, den haben wir auch dringend benötigt. Wir haben echt gemerkt, dass der Körper ein bisschen Ruhe und Erholung brauchte. Ja, haben gegessen, geschlafen, Wäsche gewaschen, uns gewaschen, das Übliche. Freuen uns jetzt aber auch wieder unterwegs zu sein und nochmal wahrscheinlich das letzte Mal einen Ausblick auf Portmonisch zu sehen. Ja, genau, viel mehr gibt es eigentlich gar nicht zu sagen. Dann sehen wir uns später weiter oben. Ganz still hier dran. Man hört nichts. Noch nicht mal das Wasser.
Da sind wir wieder in den Wolken.